Mein Name ist Markus Krämer, ich bin leitender Oberarzt im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen in der Neurologie und ich bin auch ehrenamtlich erster Vorsitzender im Verein Moja Moja Freunde und Förderer Deutschland. Moja Moja ist eine sehr seltene Erkrankung, die gekennzeichnet ist durch Stenosen in der Arteria carotis interna im intrakraniellen Abschnitt und der Anterior und Media proximal. Es kommt zu Verengungen, zu Stenosen, zu Okklusionen und zu kompensatorischen Kollateralen. Und diese kompensatorischen kleinen Kollateralen sind in der Angiografie früher in den 60er Jahren so rauchig abgebildet gewesen, dass man den Begriff Rauchwolke Moja Moja auf Japanisch prägte. Es ist eine Erkrankung, die traditionell bekannter in Japan, Korea und China ist, also in Ostasien. Dort ist sie wahrscheinlich auch deutlich häufiger als in Europa oder in den USA wegen des Founder-Mutation-Gens Ringfinger 213. Aber es ist auch eine Erkrankung, die jenseits dieser Founder-Mutation bei Menschen nicht ostasiatischer Vorfahren vorkommt, also auch bei Europäern. Wir gehen bei Europäern davon aus, dass die Erkrankung seltener ist. Es gibt wenig epidemiologische Daten, zum Beispiel aus Dänemark mit 0,049 Patienten pro 100.000. Und das kann man dann hochrechnen auf Deutschland mit 39 Betroffenen im Jahr in der Inzidenz und Österreich, Schweiz jeweils etwa 4 Betroffene im Jahr, Benelux etwa 14 Betroffene im Jahr. Es ist eine Erkrankung, die ein hämodynamisches Problem macht. Das kann man sich vorstellen, wenn es intrakranielle Stenosen gibt, möglicherweise beidseits, dass es zu hämodynamischen TIAs und Ischämien kommt. Hämodynamische Trigger können vorkommen, wie Blutdrucksenkung. Es kann zu Bewegungsstörungen kommen durch diese hämodynamische Problematik. Aber es kann neben hämodynamischen Schlaganfällen auch zu Blutungen kommen. Blutung durch Bersten der fragilen Kollateralen. Was eine Erkenntnis der letzten Jahre ist, dass auch embolische Schlaganfälle eine Rolle spielen. Das haben wir auch in einer eigenen Studie zur Dopplersonographie, zur Emboliedetektion zeigen können. Und deshalb ist es auch wichtig, mit ASS zu behandeln. Wobei man die Patienten, die geblutet hat, üblicherweise nicht mit ASS behandelt, wobei das auch die Diskussion ist, ob das nicht doch auch zusätzlich sinnvoll sein kann. Andere Symptome sind Kopfschmerzen, neuropsychiatrische Beschwerden und auch Bewegungsstörungen mit unwillkürlichen Bewegungen. Therapeutisch steht tatsächlich im Mittelpunkt die Bypass-Operation, die nicht bei jedem, aber doch bei einem Großteil der Patienten sehr segensreich ist. Darüber hinaus die Therapie mit ASS oder Clopidogrel und eine symptomatische Therapie der Problematik, also eine antidepressive Medikation oder Ergotherapie oder Neuropsychologie oder auch eine Kopfschmerzmedikation. Die Prognose von Moja Moja ist aber eigentlich sehr gut nach der Bypass-Operation. Da gibt es auch wenig Daten zu, aber es gibt aus vielen erfahrenen Zentren Erfahrungen, dass die Schlaganfallrisiken deutlich normalisiert sind durch die Bypass-Operation. Sodass das A und O bei dieser Erkrankung ist, sie richtig zu erkennen, sie nicht fehlzudeuten als Vaskulitis oder als unspezifisches Symptom. Und wir glauben, dass zusätzlich es wichtig ist, die Erkrankung in einem spezialisierten Zentrum zu behandeln.